Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Wenn ich zum Beispiel auch weiß, wenn ich fahre und ich kenne die Strecken und ich weiß, da ist eine schwierigere Offroad-Strecke, habe ich auch noch Panikattacken. Aber auf der anderen Seite möchte ich. Ich möchte da durch und ich möchte dahin. Ich bin Lilly und ich bin jetzt seit 10 Monaten hier in Afrika unterwegs und gerade in Uganda. Das ist mein Toyota Land Cruiser. Das ist ein HJ60. Der ist Baujahr 88 und der hat einen 3,9 Liter Motor ohne Turbo und ist also völlig ohne Elektronik. Das ist also praktisch ein älteres Modell. Und alleine damit in Afrika unterwegs bin ich seit 2016. Das heißt, ich war von 2016 bis 2020 3,5 Jahre unterwegs. Und dann hatte ich leider dann auch eine längere Pause wegen Corona. Und dann bin ich jetzt seit letzten September wieder unterwegs, also jetzt im 10. Monat. Ach, warum Afrika? Ja, damals, wie wir uns entschieden haben, das war ja Ende der 70er Jahre, da gab es nur 2 Richtungen, entweder Osten, Indien oder Süden, Afrika. Wir waren einfach mehr, oder auch beziehungsweise der Willi, mit dem ich zusammen war, wir waren einfach mehr. Für uns war das abenteuerlicher. Also, weißt du, da hast du Karl May gelesen, ich meine, kennst du wahrscheinlich nicht mehr, ist ja gar nicht deine Generation, aber ist egal. Weißt du, und Kara Benemsi und all diese Geschichten und verloren im Sud und was weiß ich, ja. Und das war irgendwie abenteuerlicher. Dieses ganze Indien, wir waren jetzt nicht unbedingt die Hippies. Also dieses ganze Indien und Hippies und Drogen, und das war nicht unseres. Also insofern sind wir in Nordafrika gelandet. Und Nordafrika hat uns dann irgendwie das so angetan. Das ist halt so, wenn du im Grunde genommen musst du, glaube ich, schon Reisegehen haben. Und wenn du dann dieses Reisegehen hast, dann denkst du, okay, jetzt nochmal weiter, nochmal ein Land weiter. Wie schaut es denn da aus? Und wenn du dann da bist, oh, wie schaut es denn im nächsten aus? So nach dem Motto, was ist hinter dem Horizont? Was liegt hinter dem nächsten Berg? Und das hat uns einfach immer weitergetrieben. Und als wir dann in Schwarzafrika angekommen sind, also es war ja dann 2, 3 Urlaube in Anführungsstrichen später, dann hat uns einfach die Mentalität der Leute und das Fröhliche, das Bunte, die Farben, die ethnischen Unterschiede, dann hat uns das unheimlich angezogen und so sind wir in Afrika hängen geblieben. Mein Auto ist relativ einfach ausgebaut. Wie wir das 2003 gekauft haben, gab es ja im Grunde genommen, also es gab eigentlich keine Campingausrüstung oder keine Camping, auch nichts zum Ausbauen, ja, in dem Sinn. Und auch kein Leichtbauholz oder irgendwie sowas, auch kein Aluminium, gar nichts in der Richtung. Und wir haben den ja in Tansania gekauft und deswegen ist der relativ einfach ausgebaut. Was das Schöne daran ist, mein Ex-Mann war ja Fahrzeugbauer und Kfz-Mechaniker und der hat irgendwann mal das Dach erhöht. Das heißt, das Auto hat eine Dacherhöhung, die ist nicht normal. Das hat den Vorteil, wenn du jetzt mal näher kommst und da mal unter mein Moskitonetz schauen magst. Ich habe hier eine Dachluke, die ich aufmachen kann und ich kann aufrecht im Bett sitzen. Und das ist natürlich toll. Ich habe hier sozusagen alle Sachen, Laptop und was weiß ich, was ich so immer brauche. Das habe ich alles hier. Und dann habe ich hier ja ganz, ganz viele Utensilos und da noch Boxen, wo ich dann so, was weiß ich, so Medikamente und Verbandstoffe und sowas drin habe, die man halt vielleicht mal so braucht, oder Stecker, was halt schneller zugänglich sein muss, Unterwäsche, Socken, Ventilator habe ich hier, den ich mit USB aufladen kann. Dann habe ich ja, Sachen, die man halt
die man halt öfters braucht. Der Ironman hier, das ist ein Airlift. Das ist sozusagen ein Ballon, mit dem man das Auto hochliften kann, statt einem Wagenheber. Der hilft oder soll besonders gut helfen natürlich im Schlamm, weil mit Luft im Schlamm geht und einer großen Fläche geht natürlich besser wie mit dem Wagenheber, den du in Schlamm dann reindrückst. Ich habe ihn Gott sei Dank noch nie gebraucht. Der wird also über den Auspuff aufgefüllt und macht dann halt einen großen Ballon. Und der macht schon so 50 Zentimeter, schätze ich, macht der schon Höhe. Ne? Und damit kann man sozusagen das Auto dann anheben. Der hätte eigentlich einen anderen Platz haben sollen, aber du pumpst ihn einmal auf, natürlich zur Probe, ist ja ganz klar, und dann kriegst du ihn nie wieder so klein zusammen, wie er neu war. Und deswegen passt er an den Platz, den er eigentlich haben sollte, nicht mehr hin. Und jetzt schläft er halt mit mir hier im Bett. Also der ist sozusagen an der Beifahrerlehne angelehnt und der ist in mir. Und mich stört es ja nicht, das Auto war ja mal gemacht für 2 Personen. Und ich habe eigentlich so das ganze Bett jetzt für mich, super toll. Und ja, den Computer tue ich natürlich in der Nacht dann so hin. Und das schiebe ich alles in der Nacht ziemlich an den Rand. Aber das war jetzt eigentlich meine Tagstellung. Weil wenn ich die Bettfläche nachher hoch machen will, dann muss das natürlich hier vom Rand weg. Und deswegen ist das sozusagen meine Tagstellung, dass das da alles vom Rand weg ist, damit man das gut alles bedienen kann. Ja, dann liegt meine Kamera meistens auch hier hinten, wenn ich nicht im Nationalpark bin. Das ist einfach ein sicherer Platz, weil ich habe hier die Gitter vor. Die Gitter sind auch fest, also es kann eigentlich niemand hier reinfassen, selbst wenn man das Fenster einschlägt, weil immer nur die Gitter davor sind. Ist ein relativ sicherer Platz hier hinter dem Ironman. Also die nehmen ja meistens Sachen, was sie schnell kriegen können, und das kann man dann. Und hier sind nur so ein paar technische Sachen, das kriegen sie halt nicht so schnell. War ich damals auch schon der Meinung, von meiner Reiseerfahrung her, du kannst schon einen riesen LKW oder ein riesen Fahrzeug haben. Es behindert dich aber auch in einer gewissen Weise. Und du kannst bestimmte Strecken einfach mit einem 12-Tonner oder mit einem 9-Tonner oder mit einem breiten Wagen, der 2,50 Meter breit ist, einfach nicht mehr fahren. Du musst immer, das ist ja auch immer dieses Perpetuum mobile, was eigentlich die ganzen Van-, Lifer- und Ausbauer suchen. Du musst immer einen Kompromiss machen zwischen Wohnkomfort und Fahrmöglichkeiten. Jetzt sind hier zum Beispiel in den Gameparks, was ja nun mein Favorit ist, das ganze Wildlife, die ganzen Wege sind auf kleine Safari-Fahrzeuge ausgelegt. Die sind nicht auf große Fahrzeuge ausgelegt. Du musst ja teilweise horrende Gebühren bezahlen, wenn du mit großen Fahrzeugen hier reinfährst. Dann wettermäßig. Schau mal hier in Afrika, es gibt eine Regenzeit. Gut, wir sind jetzt in Zentralafrika, hast ja gerade gesehen, hier regnet es auch noch mal zwischendurch ein bisschen. Aber sobald wir wieder ein Stück weiter unten sind, also in Ostafrika, dann sind ja Regen- und Trockenzeiten eigentlich, jetzt verschiebt sich ja gerade, klar abgegrenzt. Also kannst du schon immer gucken, dass du zur Regenzeit irgendwo bist, wo es entweder nicht so viel regnet oder wo du gute Plätze hast. Also musst du immer einen Kompromiss machen zwischen Wetter, zwischen Wohnkomfort und allem. Wenn das Moskitonetz jetzt direkt an der Matratze liegen würde, dann hast du immer die Füße an dem Moskitonetz. Das heißt, die beißen dich in die Füße. Dadurch, dass ich das so rausgezogen habe, das waren natürlich die glorreichen Ideen von meinem Ex. Also der war ja so ein MacGyver-Typ, so ein Künstler. Der hat dann da so eine Dinger draußen gemacht, dass man das Moskitonetz nach draußen ziehen kann. Und deswegen ist das Moskitonetz, wenn ich stehe, nach draußen gezogen. Dann hast du den Fußraum praktisch für das Moskitonetz und nichts stört dich. Ja. Ich habe das überall nach oben geklammert und überall, was weiß ich mache dann halt, das stört mich ja nicht, aber hier sind überall Bänder, das ist alles an Gummibändern auch aufgehangen, damit das sich nicht ausreißt. Also das ist schon alles über Jahre erfahrungsmäßig ausgeklügelt. Und wenn ich jetzt fahre, mein Fahrbetrieb, dann stecke ich einfach mein Moskitonetz hier unter die Gurte. Fertig. Und dann ist das Moskitonetz hier hinten weg und
der ganze Raum ist offen und dann kann ich, weil ich habe ja viele Boxen, hast du ja gesehen, ich habe einige Boxen und Kisten und das kommt dann alles hier rein. Bett baue ich zusammen, also das heißt, das Betttuch, das ziehe ich hier ab und in das Betttuch wickle ich dann die Kisten und meinen Bettbezug, der jetzt noch draußen ist, ein Schlafsack, das wickle ich da ein. Weil mein Auto ist natürlich alt, ja. Da kommt viel Staub rein und ich kann ja eines nicht leiden, ist ein staubiges Bett. Deswegen packe ich mein Bett schön ein, also rolle das praktisch in das Betttuch ein, dann mache ich noch ein extra Tuch drüber und dann liegt das hier hinten, da kommt nicht so viel Staub hin. Und dann kommt hier auch noch mal ein Tuch drüber, damit das andere Tuch, was da drunter ist, nicht so dreckig wird. Und dann kommen die Boxen rein und das ist dann sozusagen der Fahrbetrieb. Ich hätte gern einen Geländewagen mit einer Kabine drauf. Hätte ich gern, wäre mein Traumauto für Afrika, weil einfach mein Herz in Afrika hängt. Aber ich hab's nicht. Und ich werde es auch nicht mit dem Lebensstil, den ich führe, nicht finanzieren können. Und wer weiß, vielleicht schenkt mir ja mal einer so ein Auto. Das wäre jetzt mein Traum im Alter, so eine kleine Wohnkabine auf dem Geländewagen. Weil ich fahre nicht mehr so abenteuerliche Strecken. Ich bin eine Angsthase beim Offroad-Fahren. Also von den Offroad-Möglichkeiten, die so ein Auto hat, das nutze ich natürlich nicht aus. Aber du hast ja gesehen, wie er ausgebaut ist. Er ist total bequem. Ja? Und sowas Bequemes erstmal zu finden. Die meisten haben ja so ein Aufstelldach oder ein Dachzelt. Dachzelt möchte ich zum Beispiel nicht unterwegs sein. Das ist mir einfach zu faul, ist mir zu unbequem. Ja? Also insofern ist dieses Auto schon für mich vom Komfort her der höchste Standard. Und warum soll ich mich verrückt machen mit etwas, was ich nicht, ich kann davon träumen, aber ich kann es jetzt nicht so verwirklichen, ich kann es auch manifestieren, aber ich kann es jetzt nicht unbedingt so verwirklichen, verstehst du? Das ist das, was ich habe hier. Das ist das, was vor mir ist. Und was ich einfach technisch in Schuss halten muss, weil der ist im Moment derjenige, der mich dorthin bringt, wo ich gerne hin möchte. Und deswegen muss ich natürlich den Kompromiss eingehen zwischen einem kleinen Auto und Wohnkomfort. Aber für mich, ich habe den Wohnkomfort. Ich will unterwegs sein, ich habe nicht so viel Geld, aber ich will trotzdem unterwegs sein. Ich will trotzdem meinen Sturkopf durchsetzen und hier durch Afrika fahren. Also mache ich es mit dem, was ich habe. Ich muss schon sagen, wenn ich krank bin und ganz wenig Energie und ganz wenig Kraft habe, dann fällt es mir auch schon sehr schwer. Was mir auch teilweise sehr schwer fällt, ist das Hochdrücken von meiner Fläche. Das habe ich jetzt gemerkt, wo ich ja den Unfall hatte ja, und auch krank war. Ich hatte ja eigentlich den Unfall, glaube ich, oder der ist zustande gekommen, glaube ich, weil ich krank war und einfach nicht so fit war. Da konnte ich ja 2, 3 Wochen lang mein Bett nicht hochheben. Da musste ich mir immer Hilfe holen. Da stand ich an der Werkstatt, da waren immer genug Leute. Also wenn ich drunter wollte, brauchte ich immer Hilfe. Oh, 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 oh. Nein! Nein, 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 nein. Oh, help, help, I need help. Ich hatte zweimal Malaria. Beim ersten Mal war es schon nicht schön und beim zweiten Mal bin ich ja kurz von der Kippe gesprungen oder war es also wirklich schlimm. Wenn ich so krank wäre, dann könnte ich mir auch selber nicht mehr helfen. Also dann muss ich wirklich in ein Krankenhaus gehen oder muss auf eine Missionsstation fahren, wo dann Leute sind, die sich um mich kümmern könnten. Und das ist auch so, das muss ich auch immer im Hinterkopf haben. Ich muss dann irgendwo hinfahren, wo ich aufgehoben bin, wo ich Leute habe, die sich um mich kümmern. Und ich war zweimal krank, auf der letzten Reise einmal und jetzt ja vor meinem Unfall, deswegen war ich ja auch nicht, ich war einfach nicht auf der Höhe, ja, wo ich den Unfall hatte. Und zwar war eine Virusinfektion, es war zweimal eine Art Virusinfektion, die sich nicht großartig mit Erkältungssymptomen oder so schon mit Erkältungssymptomen gezeigt hat, aber sehr wenig. Und im Grunde genommen war es aber, ich war völlig energielos, auch kraftlos, also Stärke auch. Und ich konnte zum Beispiel mein Bett nicht mehr hochheben. Ja? Und das ist dann so eine Sache, da muss ich halt dann einfach vorsichtig sein und muss für mich selber sagen,
jetzt muss ich irgendwo hinfahren, wo ich gut aufgehoben bin. Also jetzt kurz vor dem Unfall, wo ich dann merkte, mir ist so übel, ich hatte ja 2 Tage ganz starke Übelkeit. Ich konnte ja nicht mehr liegen, weil es mir im Liegen so übel wurde. Da musste ich mich immer hinsetzen, da kannst du natürlich nicht schlafen, weil dich immer hinsetzen musst. Und da ging es mir auch so, da war ich eigentlich schon auf dem Weg nach Uganda auf eine kleine Grenze. Und dann habe ich mir gesagt, nee, Lilly, du bist krank. Du musst jetzt sehen, dass du zum Arzt kommst. Ich habe gedacht, ich hätte eine Nierengeschichte, weil ich so Schmerzen im Rücken hatte. Es waren aber Rückenschmerzen, aber ich habe gedacht, es wäre die Niere. Du musst jetzt einen Bluttest machen, ob irgendwas an der Niere ist, und du musst jetzt einfach schauen, du musst dich jetzt in die Obhut von Leuten geben oder auch Hospital, dass die nach dir schauen können. Und da habe ich Missionare kennengelernt, vorher schon, Monate vorher. Und die wusste ich, die wohnen da in einer größeren Stadt, kurz vor der großen Grenze nach Uganda, vor der Hauptgrenze von Uganda. Und da habe ich mich kurz entschlossen, einen Tag vorher habe ich die angeschrieben und habe gesagt, Leute, ich bin krank, ich brauche eine Empfehlung, ich muss irgendwie ins Krankenhaus gehen, kann ich zu euch kommen? Und die haben gesagt, ja klar, herzlich willkommen, kannst du kommen, wir haben einen guten Arzt hier, kannst du hingehen. Also das ist halt schon etwas, und der hat dann Blutuntersuchungen gemacht, hat mich dann ja auch beruhigt, ja, also dass ich nichts an den Nieren habe und Bluttest eigentlich unauffällig ist, bis auf dass man schon sieht, dass ich eine Infektion habe. Und dann war ich eigentlich auch beruhigt. Aber ich merke dann auch, dass ich bin einfach kraftlos, energielos. Ich kann dann wenig machen. Ich gucke dann aber auch, gut, dann war ich wieder bei Leuten, bin ich ja bekocht worden, also habe ich ja wieder Essen gekriegt, musste mich da nicht drum kümmern. Sonst weiß ich schon, ich habe immer Essen auch da, was ich so essen kann, dass ich, wenn ich nicht kochen kann. Also ich habe immer Knäckebrot oder Kekse oder irgendwas, was ich nur mit Butter essen kann, dass ich Nahrung aufnehmen kann, einfach. Dass ich auch nicht unbedingt immer unten ran muss zum Kochen und alles Geschirr und sowas alles rausholen muss. Das habe ich schon. Da achte ich drauf. Einfach weil ich das, denke ich mir, muss. Wenn du krank bist und alleine unterwegs bist, musst du da mehr auf dich achten. Aber aufgeben deswegen, nee, dann hätte ich schon an meiner, wie ich beinahe gestorben wäre, an der Malaria aufgegeben. Das kann dir überall passieren, kannst überall krank werden. So. So, das geht. Ach, das geht nicht mehr so leicht, wie es früher mal war. Also das fällt mir dann schon teilweise schwer, jetzt Vorführeffekt sowieso. Also, und das ist jetzt sozusagen der Unterbau. Das ist meine Küche. Ich hatte ja schon gesagt, dass das Auto wird ziemlich, die Türen und so, das ist alles nicht mehr richtig dicht. Es wird ziemlich staubig im Auto. Deswegen, ich habe hier diese offenen Boxen. Mit denen sind wir damals gekommen. Wir haben ja damals unsere Werkstatt aufgelöst und hatten ja den LKW gepackt und da haben wir unser Zeug alles in diese Boxen reingemacht. Also die Boxen hatten wir, die gibt es auch nicht zu kaufen hier in Afrika. Das sind ja richtig stabile Körperboxen. So, da habe ich die Boxen und damit das nicht so staubig wird, habe ich mir da diese Tücher als Deckel drüber gemacht. Und das hilft ganz schön viel. Sonst musst du vor jedem Kochen dein Geschirr erstmal abwaschen. Ja, aber wenn man nicht mit dem Dreck leben kann, dann muss man nicht so fahren. Ja, dann muss man das nicht machen. Also hier ist im Grunde genommen Küche. Das sind auch die Sachen, die man einfach griffbereit braucht, sind als erstes drin Messer, Brett. Dann hier ist auch nochmal, was weiß ich, da ist meine Kaffeetasse, da ist mein Kaffee, Zucker. Das, was man heute so am ehesten braucht. Und die beiden Schubladen kann ich auch rausziehen, wenn das Bett unten ist. Das heißt, ich muss für Kaffee kochen oder so nicht unbedingt das Bett hochmachen. Da habe ich alles sozusagen in der ersten Schublade. So, dann muss man immer ein Stückchen. So, hier ist der Platz hier. Da habe ich jetzt noch mal zusätzlich Wasser. Ich habe den Kanister, das ist ein gekauftes Wasser, also auch noch ein versiegeltes. Das ist mein Notwasser, wenn ich krank wäre und mich nicht mehr so gut bewegen kann oder so, dass ich immer 5 Liter als Reserve habe. Und dann halt, das wäre jetzt ein Tagesbedarf und dann halt muss ich halt sehen, dass ich an irgendeinen Platz komme, wo mir dann geholfen werden kann. Und dann kann ich zu organisieren anfangen. Ja, hoffentlich dann nur verbal. Also
Ich hoffe mal, dass das klappt. Aber das ist so mein Notwasser. Dann habe ich noch 2 andere, kleinere Kanister, die stehen jetzt da unten. Die stehen hier. Das ist so der tägliche Bedarf und die fülle ich auch immer. Dann habe ich ganz hinten stehen 4 20 Liter Kanister. Davon sind 3 Wasser, also 60 Liter. Die sind auch voll. Also ich bin ja so eine vom Ursprung her eine Sahara-Fahrerin und irgendwie Wasser ist, ohne Wasser geht eigentlich gar nichts. Also das ist so, ist vielleicht ein bisschen viel. Gut, es war einmal für 2 Leute gedacht, das ist vielleicht ein bisschen viel für einen allein, 60 Liter Wasser oder mit denen dann sind es ja 70 oder 80 Liter, mit wenn ich noch Flaschen dabei habe. Dabei zu haben, aber das ist auch so eine Sache, was mir halt, ja, was mir ein Sicherheitsgefühl gibt. Dass ich sage, also ich habe auf jeden Fall Wasser genug dabei, um irgendwo mal 2, 3 Wochen zu stehen und auf Hilfe zu warten. Weil ich bin allein, wenn mir irgendwas passiert, ich kann mir schlecht helfen, gebe ich zu. Ich bin 65 Jahre alt, ich ein Auto ausbuddeln oder mich aus dem Schlamm alleine befreien, das kann ich vergessen. Ja, und ich muss dann heute so ausgerüstet sein, dass ich längere Zeit überbrücken kann. Und das mit meinen 60 Liter Wasser, da bin ich schon mal auf einem guten Weg. Jetzt können wir mal das Bett wegtun. Kommt mein Bett wieder rein. So, hier oben, da habe ich 10 Ölkanister, die sind leer, da mache ich dann Diesel rein, also 10, 5 Liter, und ich glaube es sind sogar 11, 5 Liter Kanister, weil für Ersatzdiesel, die sind jetzt alle leer. Mir sind übrigens die ganzen 50 Liter, die ich auf dem Dach hatte, geklaut worden bei meinem Unfall. Ne? Das Auto das war das Erste, was weg war, weil in Kenia ist der Diesel viel billiger wie in Uganda. Das ist das Erste, was weg war. Ganz logisch. Okay, also weil ich 5 Liter kann ich heute handeln und in meinen Tank einfüllen. Die großen Kanister, die ich vorne habe, die 20 Liter Kanister, kann ich so nicht handeln, kann ich nicht mehr heben. Dafür habe ich eine Pumpe. Also da habe ich einen Schlauch, der liegt im Ersatzreifen und habe eine kleine 12 Volt Pumpe und die schließe ich an die Batterie an und dann kann ich mit der Pumpe und dem langen Schlauch, ein Kanister ist hier oben 25 Liter und da sind zweimal 20 Liter. Mein Tank hat nur 80 Liter, das heißt, ich habe dann 80 Liter plus 40 sind 120, 145, also 195 Liter hätte ich dann Sprit. Bei einem Verbrauch im Gelände, was ich verbrauche, wenn ich also wirklich in abgelegene Gebiete fahre und auch viel, wenn ich viel Allrad fahren muss und Sand und sowas fahren muss, brauche ich schon zwischen 18 und 20 Liter. Also ich habe ja viel Pech gehabt an der Börse und ich habe mein Geld an der Börse angelegt schon früher, habe aber wieder Glück gehabt. Also ich habe praktisch meine Reserve. Ja, jeder Mensch, wenn er reist oder so, hat er ja eigentlich eine Reserve, wo er sagt, das ist meine Reserve und damit, wenn ich jetzt nach Deutschland zurück muss, dass ich wieder neu starten kann. Und die Reserve habe ich wieder an der Börse angelegt. Und da hatte ich dann wieder an der Börse, ich hatte 2 große Crash, den 9/11 und den 2008/9. Und als wir uns getrennt haben, war natürlich auch unser finanzielle Mittel waren erschöpft und Beziehung war zu Ende. Und dann habe ich einfach die Reserve, wo ich mir gedacht habe, die brauche ich, die habe ich da wieder an der Börse angelegt. Habe Glück gehabt. Ich hatte aber auch noch ein bisschen so Spielgeld, Reisegeld, das habe ich dann verloren. Dann habe ich zwischendurch oder am Anfang ja auch immer nur Lodge Management gemacht. Die ersten 3 Jahre bin ich ja immer im Winter nach Tansania geflogen, habe 6 Monate Lodge Management gemacht, habe gut verdient. Und brauchte nichts von meinen Ersparnissen angreifen, weil von dem Geld, was ich verdient habe, konnte ich mindestens 6 Monate oder nicht sogar ein Dreivierteljahr reisen. Also ich habe dann auch so das ein bisschen rausgezogen. Und jetzt bin ich halt so unterwegs, also jetzt habe ich nicht mehr so viel Spielgeld, das ist klar. Also ich bin mit 55 gestartet, habe gedacht, okay, das Geld reicht für 3 bis 5 Jahre, was ich habe, ohne meine Reserve anzugreifen. Gut, dann waren die 3 bis 5 Jahre da habe ich ja viel Lodge Management gemacht. Habe dann noch bei Freunden noch mal gearbeitet, 1,5 Jahre. Dann war die Zeit und ich hatte immer noch gleich viel Geld, weil ich ja eigentlich wenig ausgegeben hatte. Dann habe ich mir gesagt, gut, du hast mit 55 angefangen, wenn du mit 55 einen Job suchst, wo man immer noch kriegen würde in meinem Beruf, denke ich mal, ist blöd.
Aber es ist genauso blöd mit 60. Also jetzt fahren wir die nächsten 5 Jahre, weil dann hast du zumindest hast schon mal was gemacht, die 5 Jahre. Okay, da war ich 60. Da habe ich mir gedacht, na, jetzt habe ich aber immer noch Geld für 3 bis 5 Jahre. Jetzt hat Job anfangen, ist blöd. Mit 60 genauso blöd wie mit 65. Ja? Also eigentlich ist es egal, ob ich jetzt nochmal sage, gut, jetzt reise ich halt nochmal 5 Jahre und verbrauche halt das Geld, was ich habe. Und wie gesagt, was ist denn die Alternative? Die Alternative ist zu arbeiten und ja, zu Hause zu sitzen, in Deutschland zu sitzen, weil ich denke halt schon, ich könnte auch hier in Afrika arbeiten. Also mittlerweile ist schon so, dass ich dieses Lodge-Management machen könnte, auch auf längere Zeit machen könnte, dass ich auch Arbeitsverträge kriegen würde. Jetzt ist es nicht mehr so einfach, vor 5 Jahren war es noch einfacher. Aber jetzt habe ich auch die Kraft nicht mehr. Aber ich will es gar nicht. Ich bin einfach nomadisch veranlagt. Ich kann es mir auch schlecht vorstellen. Selbst wenn ich habe ja auf einer Lodge gearbeitet im Nationalpark, weißt du, wo die Büffel und die Giraffen an dir vorbeilaufen. Selbst wenn das so ist, reicht es mir noch. Also das längste waren 9 Monate. Ja. Dann muss wieder was Neues passieren. Und dann, das war halt einfach meins. Und so habe ich dann praktisch mich dahin gehangelt mit meinem Geld. Und dann war ich 65, jetzt bin ich ja 65. Also jetzt bin ich an der Corona-Zeit wieder zurückgekommen, gleiche Sache. Ja, jetzt kann ich sagen, gut, mit meinem Geld kann ich jetzt vielleicht nur noch 2 oder 3 Jahre lang überleben. Wenn ich sparsam bin, eher 3 wie 2. Dann kommt meine Rente, in einem Jahr gehe ich ja in Rente, kriege nicht viel, kriege nur 500 €, also bin da schon ehrlich, ich sage das schon. Ich weiß nicht, was von 500 € noch überbleibt, was in dem Brief steht. Aber dann brauche ich schon gar nicht mehr so viel. Nicht mehr zum Aufstocken. Ne, mach mir auch noch nicht unbedingt so eine Gedanken. Jetzt hatte ich ja diesen Unfall, wo ich wirklich, was jetzt einigermaßen viel Geld gekostet hat. Das hat mir ja auch Social Media unheimlich geholfen. Also ich wollte es eigentlich gar nicht, habe aber dann doch, weil mich die Leute dann gefragt haben, können wir dir nicht helfen, können wir dir nicht spenden, habe ich dann meinen PayPal-Account angegeben und habe unheimlich viel Geld, einen Betrag zusammengekriegt, von dem ich nie gedacht hätte, dass das zusammenkommt von Leuten. Weißt? Und dann denke ich mir immer, das Leben, das Universum zeigt dir doch, du bist auf dem richtigen Pfad und du bist auf dem richtigen Lebensweg. Leb den doch einfach weiter. Warte doch oder schau doch erst mal, was auf dich zukommt. Das ist jetzt das Grüne. Meine Güte, das ist jetzt schon bedenklich. Bedenklich. Jetzt hat ein Liter sich genommen, ne? Jetzt machen wir zu und dann fahren wir ja eh. Also gut, von dem kurzen Stück werden wir noch nichts sehen, aber anyway, wir gucken. Also bis ich 55 war, bin ich nie selbst gefahren. Habe zwar einen Führerschein, schon irre lange, aber ich bin nie gefahren. Brauchte ich nie. Immer öffentliche Verkehrsmittel oder meine Männer sind gefahren. So. Und dann habe ich schon lange gebraucht, bis ich mich überhaupt getraut habe, mit dem Geländewagen zu fahren. Also einfach mit einem schwereren Auto zu fahren. Ich meine, das ist einfach... Klar habe ich Angst und klar habe ich da Panikattacke früher auch nie gehabt. Na gut, habe ich mal Männer gehabt, die haben gesagt, Toyota, nichts ist unmöglich. Der geht überall hin. Ja? Und sind auch so gefahren. Ja? Aber ich bin der Schisser, ich bin der Angsthase. Und dann fahre ich lieber langsam und dann fahre ich vielleicht eine schwierige Strecke erst dann, wenn es trockener geworden ist oder wenn ein anderer durchgefahren ist und gesagt hat, das ist nicht so schlimm. Natürlich hat jeder ein anderes Empfinden auf schlimm und nicht schlimm. Ja? Aber ja, du musst halt umgehen lernen mit der Situation. Aber auf der anderen Seite, und einer von meinen Freunden hat ja dann auch mal gesagt, am Anfang, als ich mich so beklagt habe, ich so viel Geld ins Auto stecke an Reparaturen, weil ich meine, für das, was da in dem Auto schon an Reparaturen ist, hätte man ja schon, was weiß ich, nicht einen Neuwagen kaufen können, aber schon einen neueren Wagen kaufen können. Aber auf der anderen Seite sagt er, warum
ärgerst du dich über das Geld, was du in den Wagen steckst. Der Wagen ist das Vehikel zu deiner persönlichen Freiheit. Und deine persönliche Freiheit, die ist doch unbezahlbar, die ist doch priceless. Was willst du denn? Jeder beneidet dich. Du bist jemand, der hat so viel persönliche Freiheit, jeder will das haben. Natürlich ist es nicht immer leicht und ist es doof manchmal und anstrengend und klar, aber es ist immer nur die persönliche Freiheit und am nächsten Tag scheint die Sonne wieder, hoffentlich, wenn eine gute Regenzeit ist. Also, wir fahren jetzt einfach nur hier in das nächste Dorf. Ich wollte hier nicht in die Stadt fahren, wir fahren jetzt einfach nur hier in das nächste Dörfchen. Da soll ein kleiner Markt sein für Gemüse und Obst. I was looking for Which one? I was looking for cucumber. Cucumber. No. It's the only one you have. You only have one. 500. Akubuzizo oyina ye muyoka. You have only one. Yes, yes. Then keep it. Keep it and I look if I get somewhere more. You have passion fruit? Okay. Yeah, wait. We go around and we have a look. Thank you. Also schon mal nett. Er hat immerhin schon mal eine. Das ist witzig. Hi. Hello. Hello, ma'am. How are you? I'm good, thank you. This one, 4,000. Okay. Wie wir eingekauft haben, klar, ist mir klar, dass ich einen weißen Preis, einen Musungu-Preis bezahle. Aber wenn ich mir, was wird es jetzt gewesen sein, vielleicht ein Pfund Bohnen, grüne Bohnen, die wirklich selten zu bekommen sind, ja, für umgerechnet, was haben die jetzt gekostet? 4.000, das ist ungefähr 1,10 Euro oder 1,20 Euro. Ich meine, das sind mir die Bohnen wert, ja, und deswegen bezahle ich halt auch den Musungu-Preis, ja. Weil ich mir sage, grüne Bohnen finde ich so selten, bin ich happy, dass ich die mal gefunden habe. Also ich würde mir einen Partner wünschen, aber nicht unbedingt einen Mann als Fahrer. Also ich meine, der müsste schon ein bisschen mehr sein. Also ich bin jetzt zwar die ganze Zeit schon alleine und ich bin auch gerne alleine, kann ich nicht sagen. Und ich verwirkliche auch meine Träume alleine mit dem, was ich hier mache. Also es müsste wirklich jemand sein, der in dieses Leben passt, aber dann eher in der Art von einer Partnerschaft. Und wenn er dann auch noch Auto fährt, dann wäre es halt dann schon gut. Ne? Aber nicht, ich würde mir jetzt niemanden mitnehmen, der mich durch die Gegend fährt. Also sorry, das brauche ich nicht. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Ich habe mir gesagt, wie ich dann alleine war, ich will so weiterleben. Ich will einfach so weiterleben. Reine Sturheit. Ich wollte dieses Leben leben. Ich habe mir von meinem Hümer, weil ich auch mit dem Navi gefahren bin durch ein Olivenhain, die Straße stimmte nicht, ich habe mir von meinem Hümer mein ganzes Dach abrasiert. Ja? Da war ich blöd, aber ich konnte einfach auch nicht mehr fahrtechnisch, weil ich das gar nicht kann oder konnte, auch nicht mehr rückwärts fahren, weil ich einfach zu dem Zeitpunkt gar nicht richtig rückwärts fahren konnte. Ja? Ich habe mir mein ganzes Dach abrasiert. Ich wollte mit dem Kopf durch die Wand. Mein Wille. Das ist einfach nur mein Wille. Und ich habe Angst. Ich habe auch Panikattacken. Schau, jetzt haben wir 1 Liter Wasser nachgefüllt. Wir haben ganz viel Lenkflüssigkeit nachgefüllt. Ich weiß, da ist nur ein Problem. Wir haben gerade festgestellt, mein Rücklicht geht nicht. Ich weiß, da sind nur Probleme. Und ich kriege auch, wenn ich zum Beispiel auch weiß, wenn ich fahre und ich kenne die Strecken und ich weiß, da ist eine schwierigere Offroad-Strecke, habe ich auch noch Panikattacken. Aber auf der anderen Seite möchte ich. Ich möchte da durch und ich möchte dahin. Also ich gehe ganz normal aufs Klo, wenn hier ein Campingplatz ist, gehe ich ganz normal aufs Klo. Aber da ist ja auch Dusche. Deswegen gehe ich auch gerne auf Campingplätze, das habe ich immer eine schöne Dusche. Aber Grundregel in Afrika, nachts geht man nicht mehr aus dem Auto. Also zumindest nicht, wenn du in der Wildnis stehst. Ja? Und ich mag auch gar nicht rausgehen, weil ich einfach viel zu faul bin. Also ich mag einfach gar nicht aus dem Schlaf gerissen werden und rausgehen und aufs Klo gehen und wieder zurück und wieder einschlafen. Das mag ich gar nicht. Also nehme ich hier meine Tupperdosen. Die
nehme ich praktisch, ich kann mich ja hinknien in meinem Auto, ist ja gar kein Problem, auch wenn es niedriger ist. Also im normalen Vierfüßlerstand. Und wenn du jetzt im Auto bist, dann ist das schön ergonomisch geformt. Dann kannst du dir das hier so, ne? Und dann kannst du da reinpinkeln. Und da brauche ich schon, weil ich immer abends viel trinke, wenn ich so sitze, trinke ich immer viel, brauche ich meistens eine oder eigentlich oft 2 Dosen. Und wenn ich unterwegs bin und unterwegs aufs Klo muss oder auch auf eine Public Toilet, mache ich auch nicht mehr, weil ich habe zweimal einen Zeckenbiss gehabt. Einmal am Hintern, wo ich sie nicht weggekriegt habe, und einmal an den Schamlippen. Und das kommt, wenn du dich im Busch hinsetzt. Ja, und seitdem mache ich das nicht mehr. Und ich habe mir das auch früher schon in Westafrika in den bevölkerten Gebieten angewöhnt. Ich habe eine kleinere, ich bin ja gut ausgerüstet, mit einem Kleid oder mit einer langen Bluse. Meistens einfach so, zack, pinkelst du im Stehen. Ja, und dann leere ich sie aus, wenn ich irgendwie, entweder im Busch, wenn ich in der Wildnis bin, oder hier bringe ich sie auf Toilette und dann spüle ich sie mit Wasser aus und dann lasse ich sie immer mit Wasser und dann habe ich da deswegen sind ja auch hier meine ganzen Utensilos, da ist es dann alles griffbereit und dann kommt da ein paar Tropfen von meinem Toilettenreiniger rein. Und dann lasse ich sie über Tag stehen und abends leere ich sie aus und dann lasse ich sie wieder austrocknen. Jetzt, achso, da ist meine Tasche, da kommen die ja normalerweise in die Tasche und dann kommen die wieder rein. Mit Dusche, da nehme ich hier die, kann ich dir auch zeigen, da nehme ich die Flaschen. Da habe ich extra die Colaflaschen, weil die ein bisschen fester sind wie die normalen Wasserflaschen. Dann hier diese Verschlüsse. Diese Sprühverschlüsse, die gibt es hier nicht. Die muss man sich entweder aus Deutschland mitbringen oder aus Südafrika. Und dann nehme ich die Schüssel, also wenn ich jetzt alles wasche, also mit die Haare und so. Was ich schon mal machen muss, wenn ich so im Busch bin und ganz staubige Strecken fahre, dass die Haare so staubig sind, muss ich die schon waschen. Dann fange ich an mit die Haare und das kommt ja schön raus. Dann fange ich an mit die Haare, dann brauche ich eigentlich 2 so eine Flaschen. Und dann wasche ich mit dem Waschlappen und dann ganz zum Schluss nehme ich es für die Füße. Fange das praktisch da auf und dann wasche ich mit dem Waschlappen und dann ganz zum Schluss für die Füße. Ich bin schon ein paar Mal beraubt, also nicht beraubt worden, bestohlen worden, aber ich habe immer die Gelegenheiten gegeben. Also jetzt auch, wo natürlich mein Auto umgekippt ist und Windschutzscheibe raus war, ist ja klar, dass alles, was durch die Windschutzscheibe rausgefallen ist, weg war. Ich hätte mir aber auch so hinstellen können oder so hinsetzen können, dass ich alles sehe, was rausfällt und wegschwimmt. Habe ich dann auch nicht gemacht, weil ich einfach fertig war. Fertig und unter Schock. Und ja, das muss man akzeptieren, dass man so ist. Ja. Und ich habe die Gelegenheiten geboten. Ich bin schon ein paar Mal bestohlen worden oder schon öfters bestohlen worden. Ich habe nie irgendwie eine Bedrohung empfunden oder gehabt. Ne? Also das habe ich nie gehabt. Auch nicht, wie ich mit Partnern unterwegs war, aber viele sagen ja, ist es nicht gefährlicher, alleine zu unterwegs sein. Du kommst in eine blöde Situation. Und wenn du in einer blöden Situation bist und jemand will dich angreifen und will dir wehtun, dann tut er das auch mit 2 Leuten, weil dann sind sie darauf vorbereitet. Ja? Also es ist egal, ob du alleine oder ob du zu zweit in eine blöde Situation kommst. Blöd ist natürlich, wenn ich jetzt mit dem Auto stecken bleibe oder sonst irgendwie und das halt dann nicht so regeln kann, wie wenn da eine zweite Person dabei wäre. Ansonsten ist, sagen wir mal so, ich habe halt mit Afrika angefangen. Ich fühle mich zu Hause hier. Ich kann nicht unbedingt sagen, dass ich also da Angst hätte oder mich bedroht fühle. Wie überall, ich glaube, es ist überall das Gleiche. Normalerweise sind die Menschen nicht von Grund auf böse. Normalerweise sind die Menschen normale Menschen. Und warum sollen die dir was Böses wollen? Ja? Und
Gefahr geht vielleicht eher aus, wenn du unbedarft bist und nicht richtig, nicht schon öfters irgendwie mit der Wildnis unterwegs warst. Ja? Also, dass du zu nah an einen Elefanten ranfährst oder dass du öfters an der gleichen Stelle Wasser holst und wo das Wasser trübe ist und du nie sehen könntest, ob da jetzt ein Krokodil ist. Ja, also du musst halt schon, aber das kommt ja auch mit der Zeit, diese ganzen Verhaltensregeln. Oder auch zum Beispiel, dass es mir nicht einfallen würde, hier im Nil zu baden. Ja, weil ich weiß, dass der Viktoriasee ist nah und hier ist mit Sicherheit Bilharziose drin. Klar, da kann man was gegen machen, aber ich würde jetzt nicht unbedingt, da nicht unbedingt reinspringen und baden. Ja, das lernst du aber da, wo du im Grunde, wenn du eine Reiseerfahrung hast, da, wo du unterwegs bist. Und klar, jeder fängt klein an und jeder muss es lernen und jeder muss es auch lernen mit irgendwelchen Rücksetzern oder so. Also ich fühle mich eigentlich nicht, empfinde es nicht als gefährlich und nicht als gefährlicher als wie woanders. So, jetzt kommen meine Feueranzünder. Ich sammle immer die alten Teebeutel, lasse die trocknen und dann lege ich die in Kerosin ein. Das sind sozusagen die besten Feueranzünder. Da brennt das dann schön lange. Ich bin ja so ein Recycler. Jetzt bleibe ich einfach hier in Ostafrika, im südlichen Afrika hängen, weil das einfach für mich der schönste Teil ist von Afrika. Ich würde Zentral- und Westafrika nicht unbedingt nochmal machen wollen, bin ich ganz ehrlich, weil es mir zu anstrengend ist, weil ich einfach zu faul bin, zu anstrengend. Ich möchte mir jetzt die Rosinen rauspicken und die Rosinen sind wir. Das ist einfach mein Ding und das möchte ich machen, solange es geht, solange ich gesundheitlich noch in der Lage bin, solange ich noch in mein Auto reinkomme, solange möchte ich es einfach machen.